Danke, dieses Produkt. Oh, das ist toll. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Hallo, ich bin's, der Mavi. Heute zeige ich euch mal Dinge, die ich schon immer mal testen oder halt ausprobieren wollte. Und wieso machen wir das nicht zusammen? Und genau, das will ich heute machen. So, ich freue mich schon richtig auf das Video. Vielleicht sind auch ein paar Sachen dabei, die ihr auch schon mal testen wolltet und euch gedacht habt, ja, ich weiß nicht, lohnt sich das zu kaufen oder ist das eher ein Flop? Also, ich teste es heute für euch. Und Leute, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich freuen, wenn ihr auch noch meinen Kanal abonnieren würdet. Okay, und dann geht es schon los. So, als erstes wollte ich so richtig coole Handschuhe hier testen. Schaut mal, Leute, ich ziehe mal den einen hier an. Die haben hier sogar so die grauen Spitzen mit den Fingern. Das sind so 3 Touchfinger. Wenn ihr euer Handy rausholt und die Handschuhe anhabt, könnt ihr sogar mit den Fingern auf dem Handy rumtatschen oder halt irgendwas machen, was ihr wollt auf dem Handy. Weil ich hatte immer Handschuhe, bei denen hat das nicht funktioniert und das fand ich immer blöd, weil ich dann extra Handschuhe wieder aus- und wieder anziehen musste. Aber das Allercoolste ist, Leute, das sind Bluetooth-Handschuhe. Also die können sich mit eurem Telefon verwenden, also Handy. Und dann könnt ihr darüber Anrufe entgegennehmen. Weil wenn ihr euer Handy im Rucksack oder in eurer Tasche habt, ranzen oder was auch immer, könnt ihr den Anruf, also klingelt das beim Handy, wenn man angerufen wird, und hier beim Handschuh. Dann kann man das hier auch ganz leicht entgegennehmen. Hier müsst ihr reinsprechen, das ist das Mikrofon und das hier im Daumen, so ein hartes Ding drin, das ist der Lautsprecher. Und dann müsst ihr das so ins Ohr halten, dann könnt ihr hier überhören. Und genau das wollen wir jetzt mal testen, ob es eher ein Flop oder ein Top ist. Ein Top oder ein Flop ist, meinte ich, Leute. Und ja, das probieren wir jetzt mal aus. So, als erstes müsst ihr euer Handy mit eurem Handschuh verwenden. Das geht ganz einfach über Bluetooth. Also ich halte den Handschuh erstmal ein. Und dann geht ihr bei eurem Handy auf Einstellungen. So. Und dann kommt da so ein Signal, also bei mir heißt es jetzt bitte nur 1. Und dann geht ihr einfach auf Verwenden. Und euer Handy könnt ihr jetzt einfach in die Tasche oder in euren Rucksack packen. So Leute, ich habe den Handschuh jetzt mal angezogen und lasse jetzt mal meine Mama bei mir anrufen. So, ich nehme jetzt mal an. Hallo? Hallo, ich halte. Okay, das ist cool, das klappt. Kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Warst du heute gut in der Schule? Ja. Wir hatten ja heute nur 4 Stunden. Was drehst du denn gerade für ein Video? Dinge oder Sachen, die ich schon immer mal testen wollte. Okay, ich muss jetzt Schluss machen. Ich drehe das Video jetzt nämlich weiter. Ciao. Tschüss. So Leute, also ich finde die Handschuhe mega cool. Für mich ist es auf jeden Fall ein Top. Als nächstes teste ich hier diesen Glow in the Dark Nagellack. Ich wollte schon immer mal ausprobieren, ob der wirklich im Dunkeln leuchtet. Das ist so ein Topcoat. Da muss man, ich lese mal, was man machen muss. Verwende deinen Lieblingsnagellack als Basic. Danach 2-mal den Überlack auftragen. Deine Nägel bekommen ein milchiges Finish und werden hell im Dunkeln leuchten. Sorry Leute. Also da bin ich mal gespannt, dass es wirklich funktioniert. Ich hole jetzt mal einen schönen Nagellack und dann mache ich dazu Schichten von denen drauf. Ich lackiere mir jetzt einfach nur 2 Finger. Das ist euer Lieblingsnagellack, also welche Farbe mit ihr lieber Glitzer oder matt? Schreibt doch mal unten in die Kommis. Bin ich mal gespannt, ob jetzt meine 2 Finger gleich im Dunkeln leuchten. Ich würde sagen, in der Zeit, wo der jetzt trocknet, können wir einfach schon mal weitermachen mit dem anderen Produkt. So Leute, ich wollte diese richtig coole Haarmascara hier testen. Das ist sowas wie Wimperntusche, nur für die Haare. Ich hatte die nämlich schon mal ausprobiert bei meiner Puppe, aber ich wollte euch die heute einfach mal bei meinen echten Haaren zeigen. Ich hoffe nämlich, dass das praktischer ist als das Gematsche mit der Haarkreide ewig. Und deshalb nehme ich jetzt einfach dieses
Pinselchen und färbt immer hier ein bisschen die Spitzen damit ein. Ihr müsst damit einfach nur so da durchgehen. Und dann wird das einfach schon pink. Das ist richtig praktisch, Leute. Könnt ihr jetzt vielleicht auch super für Karneval gebrauchen. Also ich glaube, die gibt es auch noch in anderen Farben. Boah, aber das klappt voll super, Leute. Schaut mal. Das wird einfach pink. Das wird pink. Aber nur um die ganzen Haare zu färben, ist da, glaube ich, zu wenig drin im Tübchen. Aber um so einzelne Strähnen zu betonen, ist das wirklich cool, Leute, muss ich echt sagen. Also, für mich ist das ein Top. Oh, das Pink beißt sich ein bisschen mit meinem T-Shirt. Oh, egal, Leute. Wir machen jetzt weiter mit dem Nagellack. Also, man sieht ihn ja eigentlich gar nicht. Boah, der riecht aber stärker als normaler Nagellack. Oh, finde ich irgendwie. So, Leute, wir machen jetzt einfach mal eine dicke Schicht drauf. Ist egal. Und dann gucken wir mal, ob das klappt. Wir gehen jetzt mal eben in mein Zimmer, weil da kann ich schneller die Rollladen jetzt runterlassen. So, ich lege die Hand jetzt einfach mal auf den Tisch und jetzt mache ich Licht aus und meine Mama hält die Kamera fest. Und los. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Ich sehe nichts. Okay, Leute, ab zur zweiten Schicht. Mit einer reicht zwar nicht. Kommt mit. Hier steht nämlich drauf, werden hell im Dunkeln leuchten. Und davon habe ich jetzt gerade irgendwie nichts gesehen. So, ich habe jetzt so richtig viel draufgepackt, Leute. Also wenn das jetzt nicht wirkt, dann ist es für mich ein Floppy. Wir legen das jetzt wieder auf den Tisch, Leute. Und jetzt mache ich die Lampe aus. Das leuchtet jetzt. Ich sehe nichts. Ich schon. Ich muss zugeben, man sieht es etwas leuchten, aber für die Kamera ist es nicht zu erfassen. Schade. Ich bin jetzt wieder da und ich muss zugeben, es leuchtet ein bisschen, aber es leuchtet nicht hell. Wie es hier drauf stand, also ist für mich der Moonlight, der Glow in the Dark Top Coat ein Flop. Tut mir leid, aber bye! Auf das nächste Produkt, das ich jetzt teste, habe ich mich mega gefreut, weil, kennt ihr das, wenn ihr Winter einen Pferdeschwanz habt, das konnte ich nie machen, weil wenn ich meine Mütze dann drüber gezogen habe, druckt ihr das immer total, kennt ihr das Gefühl? Und deshalb habe ich mir jetzt richtig cool diese Mütze hier gekauft, die hat hier oben so ein Loch, da denke ich jetzt erstmal, Lochmütze, was? Hier ist so ein Gummi drin und da könnt ihr, wenn ihr die Mütze aufzieht, ich mache mal eben meine Schleife raus, damit wir es testen können. Wenn die aufzieht, könnt ihr dann hier oben, wartet, den Pferdeschwanz oder euren Zopf so durchziehen. So. Sieht das bescheuert aus, Leute? Oder geht das? Also, weiß nicht, ich drehe mich mal rum. Weiß ja nicht, ne? Aber ich bin schon cool. Das drückt gar nicht. Und die Mütze ist auch noch cool. Oh, ich sehe gerade, die Mütze von der Farbe passt wieder nicht zu meinem T-Shirt wegen der Farbe. Genauso nicht wie meine Haarmascara. Aber heute hätte ich mir was anderes angezogen. Aber egal. Wie findet ihr die Mütze? Schreibt mal unten in die Kommentare. Okay, und eigentlich ist es für mich, ich mag die Mütze, weil die ist schon bequem. Also, yes! Jetzt habe ich noch was für die Haare, nämlich habe ich hier von Balea so eine Trockenspülung gefunden, weil ich glaube, ihr wisst, dass ich Haare waschen nicht so gerne mache, also auch nicht so oft. Und deshalb habe ich mal geguckt und ich habe die gefunden. Und hier steht drauf, erleichterte Kennbarkeit, verbessert die Geschmeidigkeit der Haare, Anti-Fritz-Effekt mit verführerischem Duft und schenkt dem Haar Glanz und erleichtert die Kennbarkeit. Das habe ich schon vorgelesen. Und dann muss man die einfach nur so schütteln, glaube ich. Und dann kann man die hier so in die Haare spülen. Die wird echt gut. Aber nicht im Waffen. So, ich finde das ja mega cool, wenn das klappen würde, was alles da drauf steht. Das ohne Haare waschen, das wäre wirklich geil. Ein wirklicher Top für mich. Haare fühlen sich weich an. Und sind wirklich leicht zu kämmen. Ist so. Fühlt sich voll weich an. Die Spülung ist ja geil. Hey, Mama, fühl mal. Ja. Ne? Ja, cool. Wirklich in echt, ne?
Probenspülung. Oh, das ist toll. So Leute, das hätte ich nie gedacht, aber das ist wirklich mega super. Also ich kann euch die nur empfehlen. Balea Trockenspülung. Und ja, dann werde ich das einen Topf geben. I like it. So, als nächstes habe ich hier so einen wasserfesten Lautsprecher für die Dusche oder für die Badewanne. Ich habe den schon mal rausgeholt und den mal aufgeladen. Da ist hier so ein Aufladekabel dabei. Und den könnte man dann hier, hier fest, irgendwo bei der Dusche an die Wand machen. Und man kann dann darüber, wenn das Handy zum Beispiel weiter weg liegt, auf dem Waschtisch oder irgendwo auch immer, dann könnt ihr hiermit einfach Musik hören oder das Beste kommt jetzt, auch telefonieren. Ich wollte das schon immer mal so gerne ausprobieren, weil wenn ich baden gehe, dann hätte ich eigentlich Zeit und hätte mal gerne mit meiner Freundin telefoniert oder auch Musik gehört. Aber ich hätte immer so Angst, dass mein Handy ins Wasser fällt, wenn ich es daneben lege. Und deshalb habe ich den hier gekauft. So Leute, hier ist jetzt der Bluetooth-Lautsprecher. Da hinten auf dem Waschtisch liegt mein Handy. Und wir können jetzt leider nicht testen, wie das mit der Musik klappt, weil man dann direkt, also auf YouTube darf man ja keine Musik von Spotify hören, aber ihr könnt jetzt ganz normal Musik von eurem Handy abspielen, der dann über den Lautsprecher ginge. Und wir testen jetzt mal, wie das mit dem Anruf klappt, weil mit der Musik geht das ja nicht. Hallo, hier ist Marvi, wer ist denn da? Hallo, hier ist die Diana. Hi Diana! Hallo, was machst du gerade so? Ich bin in der Badewanne und teste gerade unseren Bluetooth-Lautsprecher für ein YouTube-Video. Was machst du gerade so? Ach so, cool. Ich bin gerade mit Freunden draußen. Okay, ciao! Bis morgen. Bis morgen! Tschüss! So Leute, ist das nicht cool? Ihr könnt einfach telefonieren in der Zeit, wo ihr in der Badewanne seid oder auch Musik hören, ohne dass ihr Angst habt, dass euer Handy ins Wasser fällt oder einfach nass wird. Und ja, dann hoffe ich mal, wie es euch gefallen. Dann würde ich mich natürlich über einen dicken Daumen nach oben freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss Leute! We're doing it all.